Projekt No-Goal. Die Theorie des Daseins einer künstlichen Intelligenz in Bezug auf das menschliche Wahrnehmungsvermögen, das Überschreiten dessen und die Möglichkeit des Einsatzes in der Eindämmung. Eine Arbeit von Doktoren der Foundation im internationalen Sinne. Erstens, Geschichte der Wissenschaft. Vorwort. Das Projekt No-Goal ist ein riesiges und umfangreiche wissenschaftliche Auswertung und kann dementsprechend nicht in einem Video erklärt werden. Es wird in 7 Folgen aufgeteilt werden. Erste, Geschichte der Wissenschaft. Zweite, Zukunft der Wissenschaft. Dritte, das Eintreten der technologischen Singularität. Vierte, Ziellosigkeit einer KI und die Bedeutung dessen. Fünfte, Foundation Wissenschaft der Zukunft. Sechste, Projekt No-Goal genau erklärt. Siebte, unsere Zukunft. Es wird ein langer Weg und ein Riesenprojekt auf diesem Kanal. Wir hoffen, dass ihr uns dabei unterstützt und dass es euch gefällt. 1.1 Wissenschaft heute. Die moderne Wissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts hat viele gravierende Fortschritte gebracht, die die Welt, die Menschheit und die Foundation immer weiter nach vorne treibt. Während wir uns im Holozän befinden, ist das Menschentum und dessen Dasein eine bloße Sekunde auf der Uhr der Erdgeschichte. Nichtsdestotrotz ist diese eine kleine und kurze Sekunde die Zeit der Menschen und des wissenschaftlichen Fortschritts. Die heutige Wissenschaft sieht es zum Vergleich der älteren Wissenschaft vor, die Regeln unserer Realität zu verstehen, eine Erkenntnis zu setzen und diese für das Wohl des aktuellen Menschen zu nutzen. Ob diese Regeln einen höheren Sinn oder Bedeutung haben, bleibt unseren Sinnen verborgen. Ob dies allerdings immer so bleibt, ist eine komplett andere Frage an sich. Der methodische Prozess, eine geordnete Aussage zu erstellen, verläuft meistens gleichzeitig mit der Erkennung anderer Prozesse, Eigenschaften und Werten, während eine Person, die eine Aussage formulieren will, unsere Realität bezogene Regeln und sogar manchmal andere Erkenntnisse beachten muss. Die Frage, ob Erkenntnisse den Regeln entsprechen oder ob sie sogar selber Regeln sind, ist etwas, was wir nicht beantworten können, da Menschen im Grunde nur Erkenntnisse über Regeln einsehen und verstehen können, nicht die Regeln an sich. Unsere Erkenntnisse sind sozusagen eine angepasste Form bestimmter Regeln. Wir als Menschen können diese Erkenntnisse nutzen, stoßen allerdings an eine Wand, wenn wir weitergehen wollen. Es ist auf den menschlichen Verstand bezogen unmöglich mehr einzusehen, als die Erkenntnisse bereits darstellen. Die sogenannten Regeln sind das, was unsere Realität ausmacht. Regeln, die wir intuitiv und ohne es zu wissen beachten. Auch wenn wir es nicht wollen, können wir diese Regeln nicht außer Acht lassen, da dies nicht mit unserer Existenz in unserer Realität übereinstimmen würde. Regeln unserer Realität können zwar als unsere Physik erscheinen, jedoch stellt unsere sogenannte Physik nur die Erkenntnisse vor und versucht damit, die Regeln voranzuschaulichen. Das Ausmaß der Regeln der Existenz in unserer Realität ist dem Ausmaß der Vorstellungskraft eines Menschen weit überlegen. Das Regelnprinzip, manchmal auch als Ziegelprinzip oder Bausteinprinzip bezeichnet, geht darauf ein, dass eine Realität bestimmte Regeln aufweist. Diese Regeln, also die Bausteine, bilden und erlauben dann wiederum unsere Existenz an sich, ein Gebäude. Das ganze Regelsystem einer Realität nennt man Regelset. Die neu definierte Bedeutung der Realität wird, um Verwechslungen und Verwirrungen zu vermeiden, außerhalb dieses Blattes als Realität nach Weber bezeichnet. Realitäten nach Weber werden bisweilen auch als Multiversen bezeichnet, um Verwechslungen mit Realität im Sinne von Wahrheit zu vermeiden. 1.2 Vergleich Wissenschaft. Die Wissenschaft heute ist etwas weit impressiveres als die Wissenschaft damals. Die Erkenntnisse sind genauer, spezifischer, eindeutiger und leichter zu verstehen. Ein großer, steiler Teil des Fortschritts und wissenschaftlicher Entwicklung von Menschen fand und findet in der Gegenwart statt. Entgegengesetzt war die Wissenschaft damals bloß ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Unbestreitbar war die Wissenschaft damals jedoch massiv wichtig, da, wie bereits früher in diesem Videos erwähnt, Erkenntnisse auf anderen Erkenntnissen basieren. Die Grundbausteine der heutigen Wissenschaft wurden von der alten Wissenschaft gesetzt. Ohne sie wäre dieses Video womöglich nie entstanden. Oft kamen wichtige Erkenntnisse über Zufälle zum Stande. Ein großer Teil der damaligen Wissenschaft beschäftigte sich mit der Biologie der Natur und des Menschen. Nicht selten kam es allerdings dazu, dass sich eine Erkenntnis über eine Regel bildete, ob gewollt oder nicht. Viele Dinge, die in der vergangenen Wissenschaft gang und gäbe waren, sind nun ein skandalöses Thema. 1.3 Wissenschaft Foundation. Die Wissenschaft der Foundation besitzt zwar bereits viel mehr Erkenntnisse über Regeln unserer Realität, jedoch ist es ihr trotzdem nicht möglich, die momentane Grenze zu überschreiten.
Diese Grenze ist das Limit, der Maximalwert unseres Fortschritts in der Gegenwart, die im Zusammenhang mit dem Gesetz des sich beschleunigenden Nutzens steht. Während dieses den immer größer werdenden Fortschritt beschreibt, in dem immer weitere Erkenntnisse erschaffen werden, die wiederum weitere Erkenntnisse hervorrufen, also die Qualität in Bezug zur Quantität der Erkenntnisse über Regeln, bedeutet dies das unmittelbare Eintreten von einer technologischen Singularität in der Zukunft. Unser momentaner Stand der Wissenschaft ist Teil des exponentiellen Wachstums unserer Erkenntnisse. Unser momentaner Stand in der Technologie jedoch unterstreicht die Grenze, den Maximalwert. Um diese Grenze zu überwinden, müssen zuerst Erkenntnisse gemacht werden, damit weitaus bessere Technologie erschaffen, mit der dann die Grenze überwunden werden kann. Der Durchbruch der Grenze würde das sofortige Eintreten des exponentiellen Wachstums unter dem Gesetz des sich beschleunigenden Nutzens einleiten. Die Menschheit würde für uns momentan unvorstellbare Fortschritte machen. Es würde eine neue Ära des intellektuellen Daseins eines Menschen bedeuten. Die Foundation besitzt, wie schon vorher genannt, mehr Ebenen der Wissenschaft als die zivile Wissenschaft. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Hume-Prinzip, eine Art der Darstellung der Stabilität der Realität in einem gewissen Gebiet. In der Öffentlichkeit würde solch eine Sache wohl als Science-Fiction bezeichnet werden, ist allerdings in der Welt der Foundation ein wichtiger Bestandteil, der bereits in vielen Fällen bei der Eindämmung von Objekten geholfen hat. Die Hume-Konzentration ist ein ausschlaggebender Beweis, dass die Regeln unserer Realität die bloße Existenz der Hume zulassen. Oft spricht man bei dem Hume-Prinzip von Messung der Realität. Diese Annahme ist allerdings aus der Sicht dieses Blattes nicht korrekt, da im Hume-Prinzip eine Realität als ein Universum definiert wird, obwohl eine Realität ein viel größeres Dasein beschreiben kann. Das Regel- bzw. Bausteinprinzip sagt aus, dass eine einzelne Realität bestimmte Regeln aufweist, die alle Existenzen beachten müssen. Eine Realität kann unendliche Universen enthalten. Die Regeln in dieser Realität können allerdings Universum zu Universum verschieden sein. Der Realität-Universum-Aufbau wurde als erstes offiziell innerhalb dem deutschen Zweig der Foundation dokumentiert. Das Forschungsprojekt F188 RUA bewies letztendlich anhand anormaler Objekte die Existenz eines solchen Realität-Universum-Aufbaus. Realität ungleich Universum.